So schreibst du gerade Sätze. Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und in diesem Video lernst du, wie man korrekte Sätze bildet. Dafür ist es wichtig zu wissen, wie ein korrekter deutscher Satz überhaupt aussieht. Und dazu gehören der Hauptsatz und der Nebensatz. Hier ein Beispiel. Deine Deutschlehrerin Julia zeigt dir heute den Satzbau, damit du in Zukunft keine Fehler mehr machst. Welcher ist der Hauptsatz? Deine Deutschlehrerin Julia zeigt dir heute den Satzbau. Und der Nebensatz, damit du in Zukunft keine Fehler mehr machst. Nebensätze erkennt man immer daran, dass das Verb am Ende steht und dass sie nicht allein stehen können. Sie brauchen einen Hauptsatz. Du lernst jetzt, wo Informationen im Satz stehen müssen. Denn wenn du das einmal verstanden hast, wirst du es nie wieder vergessen und mit viel weniger Fehlern schreiben und sprechen. Und damit du noch besseres Deutsch lernst, schenke ich dir das komplette Lernpaket der Linkster Academy mit zahlreichen E-Books zur Grammatik, zum Wortschatz, zu Redemitteln, typisch deutschen Ausdrücken und vielem mehr. Der Link zum kostenlosen Download ist unter diesem Video. Also, bist du bereit? Dann geht's los. Bestimmt hast du schon gelernt, dass das Verb immer an Position 2 im Satz steht. Das ist allerdings eine Information, die nicht immer gilt. Schau dir mal dieses Beispiel an. Lernst du gerne Grammatik? Siehst du, hier steht das Verb an erster Stelle. Sicherlich hast du auch gelernt, dass das Verb in Fragen an Position 1 steht. Aber wie ist es dann mit dieser Frage? Warum lernst du Deutsch? Jetzt steht das Verb wieder an Position 2. Auch dafür gibt es eine Regel. Wenn es ein Fragepronomen wie wann, wo, warum, wie etc. gibt, dann steht das an Position 1. Allerdings sind das viel zu viele Regeln, es geht viel einfacher. Die deutsche Sprache, insbesondere der Satzbau, hat eine bestimmte und super logische Struktur. Jeder Satz besteht im Prinzip aus den immer wieder gleichen Informationen und deshalb hat er immer wieder die gleiche Struktur. Manchmal mit mehr und manchmal mit weniger Informationen, aber das ändert nichts an der Struktur. Und diese kann man wunderbar in einer Tabelle darstellen. Das Beste ist, dass eigentlich jeder Satz in so eine Tabelle passt. Hauptsatz und Nebensatz. Diese Tabelle hat 4 Spalten. Die erste Spalte heißt vorne, die zweite links, die dritte Mitte und die vierte rechts. Erstes Beispiel. Kommst du heute zum Deutschkurs? Wann kommst du heute zum Deutschkurs? Die Studenten kommen heute nicht zum Deutschkurs. Wegen einer Grippe können die Studenten momentan nicht zum Deutschkurs kommen. Einige Studenten sind im letzten Semester selten zum Deutschkurs gekommen. Im letzten Semester sind einige Studenten selten zum Deutschkurs gekommen. Ein Buch und einen Kuli bringen die Studenten zum Deutschkurs mit. Komm doch mal wieder zum Deutschkurs. Die Studenten wollen schlafen. Schau dir die Tabelle in Ruhe an. Was fällt dir auf? Das Verb, das ja das wichtigste Wort im Satz ist, steht in der Spalte namens links. Wenn es mehrere Verben gibt, und das ist der Fall zum Beispiel mit Modalverb, im Perfekt und bei trennbaren Verben, so wie bei Nummer 4 bis 7, dann steht der zweite Verbteil in der Spalte namens rechts. Das heißt, in den Spalten links und rechts stehen Verben und dort stehen nur Verben im Hauptsatz. Zur Info, das sind alles Hauptsätze,
die Nebensätze schauen wir uns gleich an. In der Spalte vorne können unterschiedliche Informationen stehen. Bei Satz 2 ist es ein Fragepronomen, die kennst du ja schon. Da sind die typischen W-Fragen: wann, wo, wie, warum, wohin, woher, wozu etc. Und im 3. und 5. Satz sind es Subjekte und die stehen ganz oft vorne, aber nicht immer. Und das siehst du in Satz 4 und 6. Dort stehen nämlich Adverbiale, also Informationen über Zeit, Ort, Grund etc. Tecamolo. Allgemein gilt, wichtige Information steht vorne, denn diese ist im Satz das Thema. Das muss aber nicht sein, denn der deutsche Satzbau ist sehr flexibel. Es gibt total viele Möglichkeiten. Es ist auch möglich, dass du vorne ein Objekt findest, so wie in Satz 7. Vorne kann aber nur eine einzige Information stehen und das kann alles sein, außer ein Verb. Wenn das Subjekt nicht vorne steht, dann steht es meistens direkt hinter dem Verb in der Spalte Mitte. Wie du siehst, stehen die meisten Informationen in der Mitte und das liegt daran, dass die Mitte alle möglichen Informationen beinhalten kann: Subjekte, Objekte und Adverbiale. Die Mitte kann aber auch leer sein, so wie in Satz 9. Nun verstehst du bestimmt, warum ich nicht gerne von Position 1, 2, 3 etc. spreche, denn das ist relativ und in jedem Satz anders. Nun schauen wir uns den Satzbau in Nebensätzen an und auch die tragen wir in die gleiche Tabelle ein. Nochmal: Nebensätze können nicht allein stehen, sie brauchen einen Hauptsatz, auf den sie sich beziehen. Als Beispiel nehmen wir einen Hauptsatz und verbinden diesen mit unterschiedlichen Nebensätzen. Ich kann nicht zum Deutschkurs gehen, weil ich krank bin, obwohl ich eine Prüfung schreibe, wenn ich nicht vorher meine Hausaufgaben gemacht habe. Was fällt dir auf? Im Nebensatz steht links kein Verb, so wie im Hauptsatz. Dort steht jetzt nämlich die Konjunktion und das ist ein Wort, das einen Hauptsatz mit einem Nebensatz verbindet. Man nennt diese kleinen Wörter auch subordinierende Konjunktionen bzw. Subjunktionen. Sie sind nur für Nebensätze bestimmt. Hier noch ein paar weitere Beispiele. Ich glaube, dass ich nach diesem Video die Grammatik endlich verstanden habe. Weißt du, ob du nächstes Jahr in den Urlaub fährst? Heute kaufe ich mir endlich den Laptop, den ich mir schon seit Monaten wünsche. Kannst du nun erklären, warum das Verb bzw. alle Verbteile im Nebensatz am Ende stehen? Das liegt daran, dass die Konjunktion in der Spalte links steht und deshalb dort kein Platz mehr für ein Verb ist. Das gilt natürlich auch für Relativsätze, so wie in Beispiel 6, denn das sind auch Nebensätze, aber sie beginnen nicht mit einer Konjunktion, sondern mit einem Relativpronomen. In der Tabelle siehst du vorne den Hauptsatz und hinten den Nebensatz. Es geht aber auch andersrum, denn viele Sätze beginnen mit Nebensätzen und dann folgt erst der Hauptsatz. Weil ich fleißig gelernt habe, habe ich die Grammatik nun endlich verstanden. Ich habe die Grammatik nun endlich verstanden, weil ich fleißig gelernt habe. Wenn es den Tag über so weiter regnet, werde ich heute auf keinen Fall vor die Tür gehen. Ich werde heute auf keinen Fall vor die Tür gehen, wenn es den ganzen Tag über so weiter regnet. Um 2 Hauptsätze zu verbinden, brauchen wir noch eine Extraspalte in der Tabelle. Wir nennen sie einfach Aduso. Das steht für aber, denn doch, und, sondern und oder. Vorsicht, denn vor aber und doch steht ein Komma. Deshalb denkt man oft, dass es sich um Nebensätze handelt, das ist aber nicht so. Möchtest du heute ins Restaurant gehen oder soll ich uns etwas kochen? Lisa will heute unbedingt ins Kino, aber ihr Freund hat darauf überhaupt keine Lust.
Das Konzert findet nicht im November statt, sondern es ist auf Dezember verschoben worden. Siehst du, dass jedes Verb bzw. jede Verbkombination, zum Beispiel für das Perfekt oder mit Modalverb, eine eigene Zeile braucht? Merk dir gut, dass jedes Prädikat, also die Verben, eine eigene Aktion ist und deshalb einen eigenen Satz bildet, egal ob Hauptsatz oder Nebensatz. Das Thema Prädikat und Verben lernst du im nächsten Video. Und zum Abschluss noch ein ganz komplexer Satz mit vielen Verben, damit du siehst, dass auch diese eine ganz logische Struktur haben. Heute habe ich wirklich keine Lust auf den Film, den du für uns ausgesucht hast. Und ehrlich gesagt will ich auch nicht schon wieder Pizza essen, weil ich das gestern schon gemacht habe. Siehst du, dass auch hier jede Information ihren Platz hat? Wenn du selbst schreibst, empfehle ich dir, nicht so lange Sätze zu schreiben, denn da passieren die meisten Fehler. Mein Tipp, wenn du komplexe Sätze üben willst, dann schreib sie erstmal in die Tabelle, damit du ein Gefühl für die Strukturen bekommst. Und das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, du konntest etwas lernen und verstehst das Thema nun besser. Ich sag Tschüss, bis zum nächsten Video, deine Julia.